Hallo ihr lieben Schützen, wir schauen für euer Kollektiv in das große Blatt fürs nächste Jahr. Ich bin gespannt, was für Themen sich energetisch zeigen und wir schauen. Hier kommt sehr viel Emotionales in Bewegung. Gefühle, die nach außen transportiert werden, oder aber auch, dass ihr sagt, das Außen hat viel Einfluss auf das, was emotional mit mir ist. Und möglicherweise habt ihr hier so ein bisschen die Aufgabe oder die Lust daran zu arbeiten, dass euch das Außen nicht immer umwirft, wenn irgendetwas ist. Ihr seid sehr ehrlich zu euch selbst, ihr macht sowas wie Bilanz oder ihr schaut euch an, wo ist etwas nicht mehr stimmig, wo muss ich etwas hinter mir lassen, wo brauche ich neue Wege, vor allem auch, damit ich mich emotional gut fühle. Das kann jetzt hier auch sein, dass ihr Dinge begrenzt, die das Umfeld von euch verlangt, oder dass ihr euch da ein bisschen rarer macht, wo ihr überall gebraucht werdet. Und ich sehe Umbrüche im häuslichen Bereich auch oder ins Umfeld an sich. Da werdet ihr etwas minimieren. Ihr richtet euch mehr zu den Dingen, die euch im Alltag Glück bringen oder die euch auf kürzerem Wege irgendwie so begegnen, dass es euch gut in die Karten spielt, ne? Ihr dürft auch mit ein bisschen Glück rechnen. Die Kleekarte legt sich hier ins Haus des Lebens rein. Möglicherweise nehmen hier Freunde oder so einen Einfluss auf euer Leben. Ihr hinterfragt auch, wer ist mir Freund, wer ist mir Feind, wo bin ich mir nicht sicher, ob das noch so für mich stimmig ist. Es kann auch sein, euch begegnen hier ganz neue Menschen. 2, 4, 6, 7, 8. An sich ist es ein Jahr, das viel Veränderung damit bringt, wo sich vorher nichts getan hat. Ein Jahr, bei dem ihr sehr auf dem Weg seid, euch aus einer verstrickten Position rauszuwenden in eine Situation, wo ihr euch selbst treu euren Weg gehen könnt. Manche beenden auch ein emotionales Chaos und gehen wieder geradliniger weiter. Sie zeigen sich anders, sie präsentieren ihr wahres Ich. An sich ist hier ein Jahr, wo man vielleicht auch mit Mutterthemen konfrontiert wird, wo es so ist, dass man sich irgendwo raushäutet aus einer Situation und wo man sich neue Türen öffnet, wo man sich emotional sicher fühlt. Man sieht da stark den Frühling dabei, mit einer Kurskorrektur, mit einer Sache, die emotional, ich muss emotional immer wieder sagen, weil die Karte auf der ersten Stelle liegt und es ist eben etwas, was euer seelisches Gerüst wieder zum Aufblühen bringt, wo er vorher ein bisschen gedarbt hat, aber es ist auch mit Kurskorrektur verbunden. Das heißt, ihr nehmt irgendwo Wechsel vor in einer Richtung, die euch im Leben sehr viel Stress gebracht hat oder wo ihr euch auch allein gelassen gefühlt habt oder nicht verstanden. Es kann sein, dass es ein Jahr der Unabhängigkeit wird, ne? Ich habe zum Teil das Ding, dass man alleine irgendwie seinen Weg weitergeht, dass man Mauern sprengt, dass man viel Rückzug braucht, dass man da, wo man viel nach außen gehen musste, mehr das Innere aufsucht oder sich zurückzieht, ein gewünschtes Eremitentum. Es kann aber auch hier sein, dass viele Neubeginne im Bereich der Ämter haben. Das heißt, man muss viel zum Arbeitsamt und kann sich jetzt hier rausschälen oder man ist einfach unabhängiger irgendwo, was die Ämter anbelangt. Manche haben vielleicht den Wunsch, sich im kleineren Bereich selbstständig zu machen.
Auch das sieht man hier sehr schön. Für manche ist es auch ein Jahr, wo sie sich wirklich von Dingen trennen, die überfällig sind. Ich habe bei euch schicksalshafte Veränderungen, die betreffen euch, die betreffen alles, was neu aufgeht und alles, was einen Konflikt auch in Liebe, Treue, Freundschaft mitgebracht hat. Ihr spürt wieder, wo euch die Leidenschaft fehlt, wo ihr mehr so überlebt statt lebt, und genau da kommt eben dieser Dreh her, der euch, also ihr beendet sehr viel verstrickte Situationen. Ich habe hier tatsächlich auch Veränderungen mit dem Mutterthema, den eigenen Müttern, der Weiblichkeit, sowas alles. Möglicherweise verarbeitet ihr auch einen Verlust, der aus dieser Seite herkommt, was euch sehr vieles wieder möglich macht, ne? Das ist hier ein guter Hinweis. Es geht hier ein bisschen darum zu gucken, wo werdet ihr aus dem Umfeld raus so gefordert, dass ihr euch irgendwo rausnehmen wollt, und zwar bewusst, ne? Ich habe hier das Umfeld als Blockade für euch. Das heißt, ihr könnt gar nicht richtig euren Weg gehen, weil da ständig irgendwelche Themen sind. Es kann jetzt hier auch sein, es gibt irgendwelche Themen, zum Beispiel Häuslichkeit, Umzug, Immobilien, sowas alles. Aber ich nehme es eher als Stress wahr, den ihr aufschnappt, der eben aus dem Umfeld kommt, und es geht darum, sich da rauszunehmen oder die anderen ihr Ding machen zu lassen, aus verstrickten Situationen rauszukommen, seinen eigenen Weg unabhängig zu gehen. Ihr schafft euch eine neue Stabilität. Es könnte ein arbeitsreiches Jahr sein, aber wenn ihr bei euch bleibt, dann macht ihr das gerne. Ich sehe sehr viel das Verdauen von Verlusten, die mit Partnerschaften zu tun haben oder auch mit Elternthemen, ne? Wo hat das Leben da irgendwo was hinterlassen, eine Wunde, ein Schmerz, mit dem ihr schon länger beschäftigt seid. Das Ganze hat vielleicht auch Kraft gekostet, und man sieht eben auch, dass ihr schwer beschäftigt seid, daran zu arbeiten, dass das Leben euch unabhängig und glücklich macht. Und ich sehe das auch, dass das seelische Gerüst mehr Harmonie hat, dass man Frieden schließt mit etwas, dass die Seele sich ausbalanciert fühlt in der eigenen Kraft und so. Und die Sonne liegt noch im Haus der Sonne. Das ist wunderbar. Da kommen ein paar Umstände so Richtung Sommer, die Blockaden wieder in den Fluss bringen, da wo vorher Energie war, die emotional war, wo man vielleicht auch nicht die Gedanken zu klar hatte, wird hier so Richtung Sommer ein freies Fließen der Emotionen und auch der Qualität, dass man sich seelisch einfach gut fühlt, wieder mehr sein. Ich sehe bei euch das Thema Geld auch verbunden mit den Finanzen der Familie. Hier könnte es sein, dass da irgendetwas kommt, mit dem ihr euch auseinandersetzt. Es kann ja auch sein, dass die Vergangenheit nochmal anklopft und dass ihr aufgefordert seid, zu euch selbst zu stehen und da zu gucken, wer nimmt euch Kraft, wer gibt euch was, wer bringt Ideen mit oder wo legt man drauf. Der Beruf, die Berufung liegt hier sehr schön. Ich habe ein berufliches Geschenk für euch hier liegen. Es kann ein neuer Vertrag sein, eine Möglichkeit, sich selbstständig zu machen, verbunden auch mit den Finanzen.
Es kann jetzt hier auch zum Beispiel eure Kinder betreffen, dass die da neue Wege gehen und es gut geht und ihr erleichtert seid und jeder wieder in seine eigene Kraft geht. Es kann ja auch sein, dass ihr über den Beruf, zum Beispiel wenn ihr Single seid, einen neuen Menschen kennenlernt. Das kann über euren oder über seinen Beruf sein. Wenn man in einer Partnerschaft ist, ist es hier so, dass man sehr mit dem Thema Geld, Beruf, Entscheidungen damit verbunden zu tun hat. Oder dass man auch sehr viel Energie reingibt in das Thema Finanzen. Ne? Beruf, Finanzen sieht man hier sehr zentral, Partnerschaft. Das Bilanzziehen zwischen einer Situation in der Partnerschaft der Vergangenheit, hier sieht man sehr stark die männliche DNA. Das heißt, der Ring, die Beziehungskarte, die Verträge, die Verbindlichkeiten, die liegen hier im Haus des Schicksals. Aber sie liegen hier ganz gut, denn das Schicksal öffnet hier verbindlich neue Wege, die entscheidungsfähig macht, die Wege mitbringt, die sich vorher nicht eröffnet haben, die zur eigenen Kraft zurückbringen. Und ich sehe aber tatsächlich auch, dass man da irgendwo einen Schnitt macht, dass man sagt, hier ist die Grenze für etwas, was ich lange gegeben habe. Ich muss mich um meine eigene Stabilität kümmern. Man sieht irgendwie, dass man ein Beziehungskonstrukt zerbersten lässt, das lange gewirkt hat, vielleicht auch schon seit den Kindertagen. Man sieht hier das Kind, man sieht die Elternfiguren und die Verletzungen dazwischen. Und das ist ein großer Genesungsprozess auf der emotionalen Ebene, verbunden mit sehr großer Klarheit, neuen Wegen, die emotionale Erfüllung irgendwie mitbringen, die man sich selbst erarbeitet hat. Hier kann auch sein, aus etwas, was nicht funktioniert, wird ein Geschenk. Das heißt, da wo eine Tür zugeht und man hadert vielleicht damit, kann etwas sehr viel Besseres entstehen. Die Außenwirkung von euch oder wie man euch wahrnimmt, die wird ganz anders sein bis zum Ende des Jahres. Es kann ja auch sein, es entstehen wirklich Situationen, wo Menschen sich von ihrem Partner trennen wollen oder von einer schwierigen Situation in der Partnerschaft. Hier sieht man gute Wege dafür. Das ist auch dann, wenn man sich selbst so liebt, dass man merkt, das und das bin ich mir einfach wert und da muss ich Grenzen ziehen. Und wo ist der Weg, wo lebe ich mein Leben und die Leidenschaft und nicht nur dieses, was ich tun muss, was von mir abverlangt wird, was mir Stress mitbringt. Man sieht hier auch nochmal, dass Schnitte vorgenommen werden im Bereich der Freundschaften oder dass plötzlich auch neue Weggefährten mitkommen, die mir einen auf der Herzensebene einfach bereichern. Jetzt kommt hier die Schnecke, das heißt, ihr braucht auch nicht durchs Jahr rasen, sondern ihr dürft einen Gang runterschalten. In der Ruhe liegt die Kraft auch. Die Schnecke bringt auch das Ding mit, dass man sich zurückziehen darf und wir haben ja hier die Rückzugstendenzen. Das Gefühl, dass das Zuhause, das wir suchen, schon da ist oder in uns ist. Und da kommen Antworten her, wie die nächsten Schritte gehen. Hier ist sehr viel Verarbeitung auch. Man spricht aus einer anderen Ruhe raus. Das, was man sagt, hat Kraft und wird auch gehört. Und es geht darum, mal nicht die Alltagslabereien. Wir haben hier den Brief, der liegt im Hause der Maus drin. Das heißt auch, ich sage nicht mehr zu allem was oder ich sage das, was Sinn bringt.
Und es geht auch darum, nichts Flüchtiges zu tun, also keine voreiligen Schritte irgendwie zu machen oder Schnelles und von der Schnecke einfach abzugucken, dass alles in einem ewigen Rhythmus auch passiert im Leben. Vielleicht geht es auch darum, zum eigenen Rhythmus zurückzufinden und zur Ruhe zu kommen und wieder in der Mitte des Lebens sein und von dort aus zu bestimmen, wo die Reise weiter hingehen soll. Jawohl, hier kommt man mit Langsamkeit in den natürlichen Flow zurück. Das ist sehr schön. Hier ist der gewundene Pfad, wir liegen im Haus der Schlange drin. Ja? Und die Karte sagt einfach, auch wenn es sich jetzt verschlängelt oder verstrickt oder kurvenreich anfühlt, dass sich alles zum Besten fügen wird. Es geht ein bisschen auch ins Vertrauen zurückzukommen, nicht immer voranzubrechen und das Nächste zu wollen, sondern es geht darum, Kontrolle abzugeben und die Reise des Lebens zu genießen, anstatt immer nur das Ziel anzugucken. Es ist vielleicht ein Jahr, wo man mal gerne jemand anderem was weitergibt von dem, was man selber hat, wo man mal anderen eine Freude macht. Und unterm Deck haben wir noch Seelengefährten-Themen. Hier können neue Freundschaften entstehen, Freunde, die unersetzlich werden. Freundschaft wird ein Thema sein. Und hier nochmal die Schnecke. Ihr lieben Schützen, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis bald.